Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, euer YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Wer mich ein bisschen kennt, weiß, ich stehe auf Raketentriebwerke und Antriebe im All. Und da habe ich mir hier im Prinzip genau die richtige Person ausgesucht. Lukas, von Antrieben hast du Ahnung. Du warst beim DLR, bist im Prinzip Forscher gewesen für Antriebe und Antriebssysteme bzw. Treibstoffe und hast dich jetzt selbstständig gemacht. Ihr habt ein Startup gemacht. Erzähl mal von eurem Startup. Ja, genau. Ja, schön, dass wir hier quatschen. Also es ist so, wir sind eine Ausgründung aus dem DLR und wir haben viele Jahre an sogenannten grünen Treibstoffen für Raumfahrzeuge geforscht. Also alles, was Satelliten antreibt, eine Kapsel antreibt. Und kommen also von dieser Treibstoffforschung, haben dann Triebwerke, die dazu passen, entwickelt. Und letzten Sommer haben wir gesagt, okay, es wird jetzt Zeit, wir müssen uns ausgründen, haben viel Support vom DLR bekommen. Wir haben in vielen Jahren Forscherdasein gesehen, okay, es gibt einen großen Bedarf an, sage ich mal, kostengünstigen und diesen grünen Antrieben, also ungiftigen Antrieben, die leicht zu nutzen sind, leicht zu betanken sind. Haben dann in vielen, lang hin und her überlegt, mit potenziellen Kunden gesprochen und gesehen, okay, es gibt einen Bedarf am Markt, es gibt einen großen Bedarf. Und aktuell die Anbieter, die da sind, können diesen Bedarf nicht decken, beziehungsweise haben halt Systeme, die noch nicht diese Reife haben. Wir haben zum Teil, war so ein bisschen unser spezieller Vorteil, dass wir als DLR-Forscher die Technologien unserer jetzigen Wettbewerber schon testen konnten und dann gesehen haben, was alles so fliegt, mit welchen Vor- und Nachteilen. Und dann haben wir gesagt, komm, also Mitgründer Felix und ich, jetzt müssen wir ausgründen. Wir bringen diese Technologien, die wir im DLR haben, an den Markt und wollen damit auch zum Mond fliegen. Ist vielleicht auch, also man kann auch forschen, kann herausfinden, dass das funktioniert oder das nicht und so weiter, aber dann gibt es auch, ich sag mal, die Ingenieure, die vielleicht auch eher sagen, ich will, dass es funktioniert, ich will, dass es ins All geht. So. Also das heißt, das ist bei euch drin, dass ihr sagt, hey, wir wollen nicht einfach nur feststellen, was irgendwie funktioniert nicht, sondern wir wollen auch... Ja, genau. Also die Sache ist, die Frage, ob bleiben wir als Wissenschaftler und lösen halt Probleme oder sind wir halt wirklich als Ingenieur, verstehe ich mich auch, jemand, der nicht nur die Kundenprobleme löst, jetzt nicht nur auf akademischer Ebene sagt, er forscht was, sondern auch wirklich sagt, okay, da gibt es einen Bedarf am Markt, wir sehen halt die Satellitenbauer, die haben da ein Problem, wir sehen, die Treibstoffe sind ein Thema, dass wir halt sagen, okay, wir wollen die Technologien, die wir entwickelt haben, ins All bringen, um damit halt jemandem zu helfen, ein Kundenproblem zu lösen. Und deswegen haben wir da auch den Marktpotenzial gesehen und das sehen wir natürlich bis heute und es wird auch immer wieder bestätigt. Das ist sehr schön zu sehen. Dass wir als Raumfahrtingenieure was ins All bringen, ist jetzt nicht selbstverständlich und treibt uns auch an. Ja, cool. Und ich sag mal, also die Problematik ist mir richtig klar geworden, als ich weiß nicht, so eine Ariane, wenn die betankt wird, so, ne, oder irgendwie Satelliten, also Satelliten betankt werden. Ich glaube, bei JUICE hatte ich es auch gesehen, Bilder, wo im Prinzip dann die Leute in den Vollanzügen sind. Das sieht irgendwie, ich weiß nicht, ich denke immer an Outbreak, das war dieser Virenfilm oder so, also also es sieht schon richtig krass aus nach krass chemische Kampfstoffe, so wie die Anzüge da sind. Ne? Also ich benutze oft das Wort Hydrazin, so, weil viele von diesen Treibstoffen Hydrazin basiert sind. Das ist dann im Prinzip der Oxidator, der Treibstoff und als Oxidator dann Distickstofftetroxid meistens oder ähnliche. NCO oder Ammonium, genau. Und das heißt, das haben wir im Prinzip auch, wenn wir hier oben drüber sind, haben wir diese Hydrazin-basierten auch und Vorteile natürlich irgendwie, ich denke immer an Apollo-Moment, an Apollo, also du hast irgendwie etwas, was mega zuverlässig ist, weil irgendwie du packst eine Sache oder zwei Sachen zusammen und es fängt sofort an zu zünden und du hast eigentlich nur einen Brennraum, den du definieren musst und hast dann deinen Impuls, oder? Ja. Also wenn wir hier über uns sehen, das wunderschöne ESM, das arbeitet mit diesem konventionellen Treibstoff, wie du gesagt hast, Hydrazin-Basis, Hydrazin, hochtoxisch, krebserregend, deswegen auch diese Schutzanzüge, die du erwähnt hast. Wir haben in vielen Folien als Forscher, wenn wir an grünen Treibstoffen gearbeitet haben, war eine der ersten Folien dieses Bild mit den Leuten in den Vollschutzanzügen, um einfach zu verdeutlichen, hier gibt es offensichtlich ein Problem mit den aktuell verwendeten Treibstoffen. Und das war auch initial so der Antrieb, was wir dann auch später als Firma oft verwendet haben, um die Sache zu verdeutlichen, wo das Problem eigentlich liegt. Ja, das war lustig. Gerade wurden wir von Astronauten weggekegelt und dann kam noch Hans Königsmann vorbei und hat das Foto gebombt. Also war lustig. Ich bin jetzt hier wieder mit Lukas und wir unterhalten uns über Raumfahrtantriebe und vor allem über Raumfahrtantriebe, die eben nicht so gesundheitsgefährdend sind wie Hydrazin-basierte. Und wir hatten gesagt, man hat diese Anzüge und dass es natürlich schwierig ist, die zu betanken, aber eigentlich ist es wahrscheinlich in der gesamten Fertigung und Lebenslauf, also
immer ein Problem, oder? Genau. Also du hast bei diesen giftigen Treibstoffen ja das Problem, ganz am Anfang, wenn du dein Triebwerk testest oder qualifizierst, du musst es am Prüfstand schon handhaben, diese gefährlichen Stoffe. Dazu brauchst du Schutzanzüge. Dann musst du deinen Prüfstand danach dekontaminieren, weil das kontaminiert ist mit den ganzen giftigen Chemikalien. Das ist natürlich sehr zeitaufwendig, das verursacht hohe Kosten, es ist langsam. Und da fängt es halt an und zieht sich durch über die Qualifikation der Triebwerke bis hin zur Betankung dann am Satellit. Also du hast immer höhere Durchlaufzeiten aufgrund der Giftigkeit der Treibstoffe und dadurch wird es auch teurer, ganz klar. Und ich meine, du kommst ja aus der Wissenschaftswelt. Hattet ihr euch das zu DLR-Zeiten schon mal angeguckt, von wegen, was es sowas kostet? Also dass es ein Treibstoff ist, der halt diese besonderen Sicherheitsvorkehrungen hat? Also es gibt, man kann grob sagen, dass man bis in Faktor 4 einsparen kann mit diesen grünen Treibstoffen, weil wir die ganze Kette vom wirklich Testen am Prüfstand bis Betanken des Satellit auf jeder Stufe, auf jeder Ebene sozusagen Kosten spart. Und die Treibstoffe an sich, die wir einsetzen, sind auch kostengünstiger wie konventionelles Hydrazin. Von daher, du musst dir vorstellen, allein der Transport, wenn ich Hydrazin kaufe, ist schon aufwendig und teuer, weil natürlich das nicht so einfach transportiert werden kann wie jetzt ein grüner Treibstoff, den wir einsetzen. Okay. Das finde ich jetzt total abgefahren. Es gibt ja Raketen, die ja komplett mit Hydrazin-basierten Treibstoffen sogar laufen. Also ja. Was mir vielleicht einfällt noch, wir haben viel astronautische Raumfahrt hier und Orion haben wir gesehen und hoffentlich wird das auch in Deutschland ein Thema und tatsächlich da ist das auch ein Problem, weil wir haben zwar diese zuverlässigen Treibstoffe, die wir zum Beispiel brauchen, Apollo-Moment vom Mondstart mit einem einzelnen Triebwerk, also das heißt diese ganzen Haupttriebwerke, die gab es nur ein einziges Mal, wenn die versagt hätten, war es das so, die mussten funktionieren, haben sie auch, aber da sind Menschen im Prinzip direkt neben Stoffen, die sehr giftig sind und man sieht es manchmal bei manchen Landungen auch, dass da die Crews, die bergen müssen, dass die sehr aufpassen müssen und wahrscheinlich auch testen müssen, ob da irgendwie vielleicht es Lecks gibt. Ne? Genau, es gibt diese Bilder, wo zum Beispiel Kapsel wieder landet von der Mission und die Leute aus dem Meer fischen mit Gasmasken und Schutzanzügen an. Also da gibt es Bilder davon, wo man einfach sieht, dass auch, das jetzt sind wir schon weiter wie an diesem Prozess der Betankung des Satellits, sondern wir sind bei der Rückkehr. Auch da, wenn ich dann denke, so eine Kapsel will ich wieder betanken, wiederverwenden, auch da spielt es eine große Rolle, dass ich ungiftige Treibstoffe einsetze, weil dann kann ich das einfach deutlich schneller machen, wie wenn ich alles erst dekontaminieren muss mit Schutzanzügen und dann wieder reinigen und dann neu betanken. Das ist deutlich aufwendiger, wie wenn ich halt sagen kann, ich fülle so einen grünen Treibstoff rein und mache mehr oder weniger den Tankdeckel auf und fülle nach. Also das ist auch ein Kostenfaktor. Ja, und tatsächlich ist da ja Wiederverwendung auch ein Thema. Also bei den Crew Dragon, die halt immer wieder verwendet werden, die Raumschiffe, dann hast du praktisch immer dass es dekontaminieren muss und die Systeme neu betanken muss und so weiter, was dann, da hast du dann auch immer diese Probleme. Und ich meine, US Space Force, das ist glaube ich X-37B, also das ist dieses Space Shuttle Ding, da sieht man auch immer, wenn die wiederkommen, dass da auch die Crews diese Anzüge haben. Die haben kompletten Schutzanzüge an. Es gibt auch Bilder vom Space Shuttle, die hatten ja auch die ACS-Triebwerke, auch Hydrazin, wo dann quasi Space Shuttle dann die Leute erstmal hingegangen sind in diesen Schutzanzügen. Alles mit Hydrazin. Man muss allerdings dazu sagen, Hydrazin ist halt ein super Treibstoff, wurde in den 60er Jahren entwickelt. Die Systeme funktionieren super zuverlässig, sind lange erprobt und deswegen hat die Raumfahrt oder hält die Raumfahrt immer noch dran fest. Wenn ich eine sehr teure Mission beispielsweise zum Pluto schicke, dann will ich was 110%ig funktioniert. Und das, aufgrund der Heritage von Hydrazin, aufgrund der ganzen Erfahrung damit, ist halt im Moment wird dafür Hydrazin eingesetzt. Okay. Bevor wir darauf eingehen, was ihr denn einsetzt, was grün ist, vielleicht so, ich versuche es mal aufzuzählen und du korrigierst mich als Experte, also was wir für Möglichkeiten haben, irgendwie Schub zu erzeugen. Also ich sag mal, sehe ich fast täglich irgendwie Kaltgastriebwerke an Falcon 9. Das heißt, ich benutze einfach ein Druckgas und entspanne es auch über die Düse und kann dadurch auch tatsächlich auch Impuls erzeugen. Jetzt nicht viel, aber das geht. Stell dir auf, ist ja wie beim Luftballon. Du bläst den Luftballon aus, lässt los, ist auch ein Kaltgasantrieb. Genau, und ja, dann haben wir irgendwie die Hydrazin-basierten, haben wir schon gesagt, werden in Satelliten eingesetzt, in Missionen viel eingesetzt. Elektrische Antriebe oder elektrisch ein bisschen, die brauchen ja auch eine Stützmasse, die ausgeworfen werden will. Ja. Auch immer ein größeres Thema. Habe ich noch was vergessen? Was gibt es vielleicht noch? Ich meine, du hast schon die großen Felder. Klar, wir können es eintreiben in so Kaltgasantriebe, dann halt chemische, die über chemische Zersetzung und dann diese elektrischen Antriebe. Die sind halt komplett unterschiedlich im Bereich der Performance, der Leistung, wie auch des Schubniveaus. Also zum Beispiel, wenn man jetzt so einen chemischen Antrieb, wie wir ihn dann anbieten, vergleicht mit einem elektrischen Antrieb. So ein elektrischer Antrieb hat meistens im Bereich von Millinewton Schub. Chemische Antriebe fangen typischerweise bei 1 Newton an. Das heißt, wir haben Faktor 1000 im Schub
zwischen den Systemen. Was wiederum heißt, für gewisse Anwendungen kannst du elektrische nicht einsetzen, sondern spielen nur chemische eine Rolle. Du kannst beispielsweise mit dem elektrischen Antrieb nicht auf dem Mond landen. Das funktioniert halt nicht. Und so gibt es halt für gewisse Marktsegmente, für die Antriebe, wenn du viel Zeit, viel Energie hast, kannst du einen sehr effizienten elektrischen Antrieb nehmen, aber dafür gibt es noch spezielle Anwendungsfelder. Genauso wie du sagst, Kaltgasantrieb, super simpel, eigentlich Tank, Ventil, Düse. Allerdings ist da die Leistung, auch der Schub und die Performance, also der ISP, sehr gering. Von daher nur für spezielle Anwendungen wieder geeignet. Ich hatte auch mal gehört, so was grüne Treibstoffe angeht, dass Wasser eventuell ein Punkt sein kann. Sehr guter Punkt. Wasser gibt es verschiedene Technologien. Einmal gibt es die Technologie, dass du wirklich einen Wassertank hochschießt in einen Satellit und du nimmst einen Elektrolyseur und zerlegst den in Wasserstoff und Sauerstoff und nimmst dann wiederum deinen Wasserstoff, Sauerstoff und leitest den in ein Triebwerk, also Wasserstoff, Sauerstoff gasförmig dann. Das ist dann ein chemischer Antrieb, weil er halt Wasserstoff, Sauerstoff verbrennt. Aber halt, du hast quasi einen Wassertank, aus dem das alles erzeugt wird. Da ist halt das Thema, das System, ich habe es jetzt schon beschrieben, du hast mehrere Tanks, einen Elektrolyseur, mehrere Komponenten, ist sehr komplex. Aber ich habe keinen Drucktanks oder im Prinzip... Genau, aber du kannst halt deinen Satellit mit Wasser betanken. Und das ist ein Riesenvorteil, was deine ganzen Operations nochmal leichter macht am Boden. Dafür hast du halt mehr Gewicht, mehr Komponenten, die ausfallen können. Und die Zuverlässigkeit ist so ein Thema. Und du brauchst halt immer Strom, um dann deinen Treibstoff auch zu erzeugen wiederum, aus deinem Wasser Wasserstoff und Sauerstoff zu machen. Dafür hast du wieder eine gute Performance. Also es gibt so ein Pro und Kontrast. Was bei Wasser noch gibt, bei den Wasserantrieben, dass du wirklich flüssiges Wasser nimmst und über so einen Resistorjet oder im Endeffekt heiß machst und verdampfst, ganz plakativ gesagt, und dann den Wasserdampfantrieb machst, indem du einfach das Wasser aufheizt und dann aus der Düse ausstößt, so wie Kochtopf oder Wasserkocher, dass du mit dem Wasserdampf antreibst. Da ist wiederum, brauchst du wieder viel elektrische Energie und hast sehr wenig Schub, aber es ist auch halt Wasser, also muss man sagen. Und diese Nische die Wasser hat auch wieder so eine gewisse Nische-Anwendung, wo es halt Sinn macht. Aber halt, wenn du eine gewisse Schubklasse oder eine gewisse Lebensdauer, Zeiträume haben willst oder einen Schub haben willst, kommst du an chemischen Antrieben nicht vorbei. Okay. Und ISP, das habt ihr ja sogar in eurem Namen, also das ist in der Raumfahrt einfach sehr, sehr wichtig. Ja. Ich hatte mich mal eine Zeit lang mit nuklearen Antrieb beschäftigt und da wurde dann nicht Wasser genommen, sondern Wasserstoff. Und im Prinzip der Vorteil, habe ich mir mal sagen lassen, ist im Prinzip Wasserstoff im Prinzip das einfachste, leichteste Molekül, Atom bzw. Lager Wasserstoff ist im Prinzip auch Molekül, aber weil es so leicht ist, wenn ich das sehr schnell beschleunige, kann ich einfach sehr viel spezifischen Impuls aus der Stützmasse rausholen, oder? Genau. Im Endeffekt ist jetzt wird es nerdig, dein spezifischer Impuls ist im Endeffekt eine Funktion aus deiner Temperatur und deinem Molekülgewicht. Und im Endeffekt, umso kleiner dein Molekülgewicht, umso höher auch dein spezifischer Impuls. Und deswegen Wasserstoff. Bei so einem Nuklearantrieb erzeugst du die Wärme über den Kernzerfall und leitest dann den Wasserstoff drüber. Dadurch wird der Wasserstoff warm, da haben wir die Temperatur und kleines Molekülgewicht und dafür kriegst du einen sehr hohen Impuls. Also im Endeffekt Temperatur geteilt durch Molekülgewicht, davon ist die ISP eine Funktion. Okay. Und das bringt uns jetzt dazu, woraus bestehen denn eure Treibstoffe? Darfst du das sagen? Genau. Also wir haben zwei Technologien. Wie gesagt, am Anfang DLR entwickelt, viele Jahre Forschung. Die eine Technologie basiert auf Lachgas als Oxidator und als Ethan als Brennstoff. Ein Zwei-Komponenten-Treibstoff chemisch, die wir zusammenbringen und durch eine Zündquelle zünden im Triebwerk. Also nicht über Gohl, sondern... Nicht über Gohl, genau. Das ist eine Technologie, die ist sehr einfach, sehr robust. Du kannst sozusagen so selbstbedrückte Systeme realisieren wie in deinem Gasgrill. Also du hast eine Flüssigphase drin, drehst einen Gasgrill raus. Treibstoff strömt in ein Triebwerk, das ist da ein Vorteil. Also sehr einfache, robuste Systeme und wir haben Triebwerke entwickelt, die auch quasi unendlich lange brennen können. Das ist so ein bisschen die Spezialität, die wir haben, mit denen du sehr viele verschiedene Missionsszenarien einfach abdecken kannst. Die zweite Technologie ist basierend auf Wasserstoffperoxid. Das ist von meinem Mitgründer Felix entwickelt worden. Wasserstoffperoxid kennt man Haare bleichen oder Kontaktlinsen desinfizieren oder auch aus dem Krankenhaus. Also auch ein sehr grüne Substanz, also sehr wenig giftige und einem flüssigen Salz. Und da ist die Spezialität an dieser Kombination Wasserstoffperoxid, dieses flüssige Salz, die sind Hypergol, also bei Kontakt zünden die beiden Stoffe miteinander. Das heißt, wir haben im Triebwerk ein Einspritzsystem, wir bringen die beiden Stoffe zusammen, die zünden, wir brauchen keine Zündquelle, wir können sehr kurze Pulse realisieren, sind sehr robuste Systeme dadurch auch und das ist da ein Vorteil. Konventionelle Hydrazin und MON oder MMHs, Hydrazin oder NTO-Systeme arbeiten ähnlich, sind auch Hypergol, aber halt dafür super giftig. Und wir haben jetzt mein Mitgründer hat was Grünes entwickelt, was ungiftig ist. Ja,
was ich sofort bei Wasserstoffperoxid und Raumfahrt denke, ist halt im Prinzip die allerersten Raketen, also Aggregat 4 zum Beispiel, beziehungsweise dann auch die sowjetischen Ableger mit R7 bzw. Soyuz-Raketen, die das nutzen. Ich glaube, die nutzen das sogar heute noch als praktischer Antrieb da. Die Kapsel nutzt als ACS. Ah, okay. Und ich glaube, die ersten praktisch amerikanischen Systeme, die auch ja noch sehr A4-lastig waren, so die von Braun mitgebracht haben, hatten das, glaube ich, auch. Also wir haben ein Molekül, was sehr instabil ist und was sehr einfach reagieren möchte, und ich kann das, weiß nicht, über einen Katalysator zum Beispiel zum Zerfallen bringen, und da wird viel Energie frei, die ich als Abgas im Prinzip nutze und dann entweder der Turbine nutze oder dann halt in der Düse entspannen kann wahrscheinlich. Genau. Das ist die andere Anwendung. Wenn du jetzt nur Wasserstoffperoxid hast, also nicht unser flüssiges Salz, dann kannst du jetzt, wenn du unser System hast mit Wasserstoffperoxid und dem flüssigen Salz, kannst du natürlich auch nur das Wasserstoffperoxid nehmen, das, wie du sagst, über einen Katalysator leiten und dadurch Schub generieren. Die Performance ist da ein bisschen niedriger, aber es ist auch wieder ein sehr einfaches System, weil für Wasserstoffperoxid auf der einen Seite, du sagst, das Problem dabei ist, es zersetzt sich mit der Zeit langsam selbst. Du brauchst sehr reine, sehr saubere Systeme, dann kannst du es auch lagern oder spezielle Materialien. Aber Wasserstoffperoxid reagiert mit sehr vielen Sachen katalytisch. Das heißt aber auf der anderen Seite, für mein Triebwerk kann ich einen relativ einfachen Katalysator bauen und habe wiederum ein einfaches System mit Wasserstoffperoxid. Also alles hat immer so seine etwas Vor- und Nachteile. Und wir sind ja hier am Mond, und ich sage mal, Wasserstoffperoxid, der Name sagt es dann, da brauche ich nur Wasserstoff und Sauerstoff, im Prinzip Sachen, die es auf dem Mond geben soll. Genau. Gibt es da eine Aussicht oder? Also das ist eine unserer langfristigen Visionen, ist, dass du natürlich, wenn du im All unterwegs bist, willst du irgendwann deine Systeme im All wieder betanken können. Und da ist Wasserstoffperoxid auch perfekt geeignet, weil, wie du gesagt hast, steht aus Wasserstoff und Sauerstoff. Wenn du Wasser irgendwo hast, und Wasser gibt es im Universum überall. Wasser brauchst du auch für eine bemannte Station, Wasser brauchst du für viele, viele Sachen im Weltall. Wenn du Wasser hast, kannst du das dann umwandeln chemisch in Wasserstoffperoxid. Da gibt es auch schon einige Studien, die dazu laufen. Und dann hast du deinen Treibstoff auf dem Mond oder auf dem Asteroid produziert und kannst damit weiterfliegen. Das ist natürlich eine sehr attraktive Perspektive auch. Und im Prinzip auch ergänzend, weil ich meine, ich sag mal, ihr macht ja Steuertriebwerke oder ACS-Systeme. Und ja, wenn man Wasserstoff und Sauerstoff in einem Vinci-Triebwerk, in einem Vulkan verbrennt oder so, dann gibt es effizientere Möglichkeiten, daraus Schub zu generieren, für Großtriebwerke zum Beispiel. Aber da kauft man sich die ganzen Nachteile ein, die Wasserstoff als komplexes Gas oder auch flüssig mit sich bringt. Ja. Und mit dem Wasserstoffperoxid für die Reaktionskontrollsysteme oder zum Beispiel Satelliten, das wird kommen, ne? Satellitennetzwerke um den Mond. Wir wollen da Sachen machen, wir wollen auf der Mondrückseite was machen, und da brauchen wir auch Satellitenschwärme. Und im Zweifelsfall, wenn man eine Mondbasis hätte, man kann die Grundstoffe holen und den Treibstoff herstellen und hätte den für die Steuersysteme. Genau, Wasserstoffperoxid hat ein paar große Vorteile. Klar, du kannst es leicht zersetzen, das ist eigentlich auch ein Vorteil, aber es hat auch eine hohe Dichte. Also die Dichte ist 1,44, also Wasser hat 1, also es ist 1,44 mal dichter wie Wasser. Das heißt, wenn du aus deinem Wasser Wasserstoffperoxid machst, brauchst du einen relativ kleinen Tank und hast komplett die Energie da drin. Ja. Genau, und leichte Tanks. Das ist ein Vorteil. Dann, wenn du jetzt stell dir vor, du hast ein Wasserstoffperoxid und du brauchst Wasser oder Luft, kannst du dein Wasserstoffperoxid zersetzen und hast Wasser oder Atemluft für deine Astronauten. Also es ist wirklich ein sehr flexibles Molekül, muss man wirklich sagen. Also es kann im Prinzip das, was wir heute bei den Systemen haben, wo wir im Prinzip Fluidsysteme für die Lebenserhaltung haben, ne, wo wir irgendwie Sauerstoff brauchen, wo wir Helium zum Bedrücken brauchen und dann aber für das Antriebssystem komplett nochmal ein anderes System oder so theoretisch entweder das komplette System vereinfachen oder Redundanzen herstellen, die man vielleicht nicht unbedingt braucht, aber in einem krass kritischen Fall, Apollo 13-Style, kann man die Systeme irgendwie miteinander kombinieren. Ja, so. Ja, du könntest auch denken, auf dem Mond jetzt, ich brauche ein Notstromaggregat und treibt das mit Wasserstoffperoxid, weil da erzeuge ich Hitze und heißes Gas und der kann ich wieder Energie mit erzeugen. Also es gibt da vielfältige Möglichkeiten und wie gesagt, da Wasser halt so ein universaler Stoff ist, der in den Mondkratern, ich meine, ja, es ist ja inzwischen eigentlich mehr oder weniger klar, auch im Mondgestein vorhanden ist, den wir brauchen für eine bemannte Mission, passiert darauf wirklich sehr, sehr viel. Okay. Mega, ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir hier abnerden und in die Raumfahrt-Antriebssysteme komplett weiter einsteigen. Ich bin mir auch sicher, dass wir uns nochmal wiedersehen und du hattest mir vorhin inoffiziell schon eine Einladung gegeben, dass ich bei euch mal vorbeikomme. Würde mich sehr freuen, wenn du mal ins Vorbeikommt. Mega. Ich hatte den Übergang gerade, den ich sagen wollte, genau, mit dem Mondmissionen. Ich werde gleich noch mit Matthias Maurer über Luna reden und das heißt, also die Mondmissionen, die sind ja am Absprung. Ich hoffe, dass es schneller losgeht, als es vielleicht momentan in den Büchern steht. Was ist mit euren Antrieben? Wann werden die fliegen?
Genau, sehr gute Frage. Also wir für die eine Technologie, Lachgas-assiert, die Hinox-Technologie, da planen wir im nächsten Jahr eine Demonstration im Orbit, das Antriebssystem. Das ist immer so diese kritische Hürde, also im Raumfahrtbereich, Antriebsbereich, wir müssen was im All demonstrieren, dass das System funktioniert. Für die Technologie mit Typ 11 wird es noch ein Jahr länger dauern, daher müssen wir noch einiges mehr entwickeln. Aber im nächsten Jahr wollen wir es im All demonstrieren und dann ja, hoffentlich auch damit zum Mond fliegen. Mega. Lukas, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und dir noch eine schöne ILA und bis ganz, ganz bald. Vielen Dank.